Was für ein Wasserfall. Das ist heftig. Schau dir diesen Campingplatz an. Wir sind mal wieder an einem richtig coolen Ort gelandet. Hans und Lisa Around the Universe. Wir haben jetzt schon den 11. Tag von unserem 60-Tage-Roadtrip durch die USA. Wir waren jetzt hier 3 Tage im Bryce Canyon National Park und ich zeige euch mal die Unterkunft, wo wir geschlafen haben. Unser Bett und dann hatten wir hier ein kleines Badezimmer. Wir checken jetzt aus und dann geht es Richtung Capitol Reef National Park. Und da werden wir dann hoffentlich campen. Das Wetter soll jetzt ein bisschen besser werden, aber nachts soll es trotzdem noch sehr kalt werden. Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir das durchziehen oder ob wir uns spontan irgendwas buchen. Wir waren hier übrigens nur ungefähr 20 Minuten vom Nationalpark entfernt. Also eigentlich perfekt. Und es war halt günstig. Ja. Nochmal Kaffee aufladen. Immer. Oh, heute mal schönes Wetter. Ja, Mann. Das ist richtig. Gestern war ja voll der Wintereinbruch. Heute ist es ein muckeliger Frühlingstag. Schön warm. Wow. Wir sind ready gepackt. Wir fahren jetzt mal wieder zu einer kleinen Wanderung und nehmen euch mit. Wir sind jetzt beim Mossy Cave Trail und der ist einfach eine 0,4 Meile lang. Wir sind hier und dann gehen wir einmal hier rein, Mossy Cave, und zu einem Waterfall. 1,3 Kilometer. Let's go. Let's go! Übrigens, teilt uns doch gerne mal mit, wie ihr die Videoreihe bis jetzt findet, was ihr besonders gerne seht und was ihr vielleicht schon ein bisschen zu viel gesehen habt oder Langweilig finde. langweilig findet. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet und ja, was ihr vielleicht ein bisschen langweilig findet und wir zu oft zeigen. Kann ja auch sein. Und wir haben überlegt, ob wir 2-mal die Woche hochladen sollen, weil wir jetzt schon so viele Videos vorproduziert haben, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir jetzt schon viel weiter sind als die YouTube-Videos. Das stimmt, ja. Das bedeutet aber auch, dass wir mehr schneiden müssen und Ja, und das ist das, also wir haben zwar viel aufgenommen, aber das Schneiden, da sind wir halt nicht so weit im Voraus. also vielleicht werden wir jetzt ab und zu mal 2-mal die Woche hochladen. Mittwochs dann? Nee, Donnerstag, oder? Okay. Mittwoch oder Donnerstag. Ja. Und dann halt wie gewohnt sonntags. Ja, that's the plan. Zuerst zum Wasserfall oder erst zum Mossy Cave? Erst zum Wasserfall, ich bin aufgeregt. Alter, Was für ein das ist krass, Wasserfall. Das ist heftig. Junge. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch, wenn es mal regnet, imposant ist. Ja, bei dem So. krassen Flussbett hier muss Ja, da ein schon ordentliches Flussbett. mal viel Wasser runterkommen auch. Jetzt sind wir bei der Mossy Cave. Wahnsinn schon wieder. Wahnsinn. Ja, toll. Ja, es tropft von der Decke, ne? Aber zeig mal das Schild hier. Im Winter gefrieren die Tropfen zu so coolen Säulen. Das sieht krass aus. krass. Man kann so weit schauen.
kommt auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht so rüber. Ist so, man schaut gefühlt hunderte von Kilometer weit. Aber dadurch, dass es bewölkt und sonnig ist es auch schwer. Die Lichtverhältnisse sind schwierig. Ach, so krass. Da fahren wir gleich lang. Das war ja mal so cool. Ja, Mann. So, oder was? Ja. Junge, schau dir diesen Campingplatz an. Hast du schon mal so einen geilen Campingplatz gesehen? Nee. Das ist so krass. Wo ist der Haken? Vielleicht die Toilette? Wo ist der Haken? Wir sind jetzt auf der Calf Creek Recreational Site. Eine Nacht kostet, glaube ich, $15,75. Ja. Ist das richtig? Ist Wir bleiben komplett 2 Nächte, richtig. oder? Ja. Und hier gibt es solche Self-Kioske. Hier kann man einfach auswählen, wie lange man bleiben will. Und dann tappt man einfach und kriegt sein Ticket. Ja. Mitten in nirgendwo. Einfach mit Karte zahlen. Das ist so geil. Letztens bei dem Campingplatz gab es das auch schon. Ja. Das ist so richtig 2026. Ja. 2026. Und jetzt druckt er uns das auch noch aus. Ja, 2. Oh. Und Trinkwasser gibt es hier auch. Ja, nice Site. Wahnsinn. Richtig Bleiben jetzt geil. diese Nacht. Morgen gehen wir dann wandern. Hier gibt es einen kleinen Wanderweg mit einem Wasserfall. Klein? 10 Kilometer. Ja, stimmt. 10 Kilometer sind schon nicht klein. Und dann bleiben wir noch eine Nacht. Und ich hoffe, es wird nicht zu kalt. Ja, jetzt ist es muckelig warm mit der Sonne. Jetzt bauen wir erstmal unser Camp auf. Das ist schon wieder so verrückt. Gestern hatten wir einfach 15 cm Schnee. Und jetzt laufen wir schon wieder in kurzen Klamotten rum. Ich hoffe, das Wetter bleibt so. Also es ist schon wieder etwas windig. Aber gegen Abend hört das meistens auf. Und dann morgen weiß ich gar nicht, wie das Wetter werden soll. Ich hoffe, sonnig, so wie heute, für die Wanderung. Wir machen uns jetzt ein bisschen was zu essen, weil wir haben heute noch keinen Mittag gegessen. Und später kochen wir dann Abend. Und ja, genießen einfach jetzt noch den restlichen Tag in der Sonne. Und ich denke mal, wir melden uns dann morgen. Guten Morgen, Leute. Wir haben wie immer gut geschlafen im Zelt. Wie immer war es aber auch ein bisschen kühl. Wir haben schon gefrühstückt und befinden uns jetzt am Anfang der Wanderung zu den Lower Calf Creek Falls. Da ist unser Auto und unsere Campsite. Und jetzt geht's los. Übrigens haben wir schon wieder Sterne beobachtet heute Nacht. Vielleicht können wir ja mal gerade hier 1 oder 2 Bilder einblenden. Und ja, ist eine coole Sache. Coole Sache. Ich habe mir extra für mein Handy, konnte ich mir so eine Erweiterung für meine Kamera runterladen, damit ich besser die Sterne fotografieren kann. Das macht Spaß. Echt abgefahren, durch was für eine Oase wir hier wandern. Wo wir gestern ja lang gefahren sind, hat man gesehen, dass hier einfach, hier ist nicht viel. Ne? Also
Hier sind ab und zu mal so ein paar Büsche und ansonsten ist hier einfach nur Sand. Isabella hat einen Hut gefunden. Ansonsten ist hier einfach nur Sand, Steine. Ist quasi wie in der Wüste hier. Aber dieser kleine Bach, der sorgt einfach hier für so eine riesen Oase. Kleines Sumpfland ist hier auch. Schon was Besonderes auch. Isabella und ich sind jetzt viel zu warm angezogen. Heute Morgen, als wir aufgestanden sind, war es komplett bewölkt, es war windig. Und ohne die Sonne ist es immer eisekalt. Jetzt kommt die Sonne raus und wir haben keine kurzen Sachen dabei, beziehungsweise keine kurzen Hosen. Und sind schon am Schwitzen. In einer Broschüre zur Wanderung hier stand auch noch mal drin, wie Canyons entstehen. Viele von euch werden es sich vielleicht schon gedacht haben. Ja, hauptsächlich dadurch, dass da ein Fluss oder ein Bach durchfließt und der eben die Sedimente abträgt und der gräbt quasi den Canyon in die Tiefe und gleichzeitig aber auch Regenwasser, das von den Seiten über die Klippen kommt, verbreitert den Canyon. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir haben es jetzt fast geschafft, 5 Kilometer. Man kann den Wasserfall schon hören und gleich können wir ihn auch sehen. Bist du schon aufgeregt? Ja. Schön. Krass. Wie hoch ist der eigentlich? Keine Ahnung. Wow. Meter, 40. Wackelt der? Wie soll ich das denn schaffen? Nein, lass mir die Hand geben. Geschafft! War gar kein Problem. Ja, nach der Pause jetzt hier müssen wir jetzt natürlich noch die 5 Kilometer zurückwandern. Aber da haben wir keine Lust drauf. Deswegen teleportieren wir uns einfach. 1, 2, 3. Oh, scheiße. Wir sind ja mitten im Wasser rausgekommen hier. Was ist das denn? Oh, naja, wenigstens sind wir bei der Campsite. Wir sind zurück. Heute steht das gleiche wie gestern auf dem Programm. Jetzt machen wir uns Sandwiches, dann wird gechillt, dann machen wir uns Abendessen, dann machen wir Lagerfeuer und dann gehen wir ins Bett. Ja, Mann, klingt geil. Wir waren jetzt gerade hier in einem richtig coolen Kaffeehaus, was wir auf dem Weg zum Campingplatz letztens schon gesehen haben. Das lag nur 3 Kilometer zurück. Und dann sind wir jetzt nochmal hierhin zurückgefahren, haben uns einen Kaffee bestellt, Handys geladen, Laptop geladen, noch ein bisschen am Video weitergeschnibbelt. Und jetzt geht's weiter, ein bisschen die Gegend erkunden. Wir wissen noch nicht so ganz, wo wir heute Nacht schlafen, aber es gibt mehrere Optionen. Dann schauen wir mal, was es wird, ne? Wir fahren wieder über eine Scenic Straße. Gibt es wieder tolle Aussichten. Und jetzt haben wir hier an einem Slot Canyon angehalten. So was Ähnliches, wie wir schon mal in einem Video waren. Nur deutlich größer
Und jetzt wissen wir auch, dass die kleinen Canyons Slot Canyons heißen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird kalt. Kühl mal mindestens. Ja? Krass, Alter, wie hoch das ist. Wahnsinn. Das sieht ja magisch aus, ja? Mit Bäumen drin. Ich finde die Bäume so lustig. Jetzt wird aber auch still irgendwie, ne? Verrückt, das war es auch schon. Das waren jetzt echt einfach nur, keine Ahnung, 30 Meter, die wir hier reinmarschiert sind. Aber krass. Bis hierhin wollten wir jetzt fahren auf dieser Straße und zu diesem Viewpoint. Wir hatten keine Ahnung, wie der aussieht. Aber sieht gut aus, hat sich richtig gelohnt. Ja, wir strugglen gerade ein bisschen einen Schlafplatz zu finden. Wir sind jetzt schon hier seit 50 Kilometern nach einem Campingplatz am Suchen. Die wir uns rausgesucht hatten, da ist irgendwie der Frühling noch nicht angekommen und die sind alle abgeschlossen. Da ist eine Schranke vor. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen verzweifelt. Wir haben auch keinen Bock, irgendwie $80 für einen Campingplatz zu bezahlen. Also für einen etwas größeren. Weil dafür könnte man sich theoretisch auch einfach irgendwo ein Motel buchen. Das ist halt auch alles offen. Aber die sind auch alle ausgebucht hier zu kurzfristig. Und ja, wir gucken mal. Vielleicht müssen wir heute einfach ohne Toilette campen, was wir normalerweise nicht machen. Wir schauen mal. Wünscht uns Glück, dass wir noch was finden. Nach ein bisschen Rumsucherei haben wir jetzt hier unseren Campingspot gefunden. Wir hatten noch bei einem Campground hier in dem Ort nachgeguckt, aber die waren auch komplett ausgebucht. Und jetzt machen wir das erste Mal quasi komplett Wildcampen. Und ja, jetzt haben wir hier mitten im Nirgendwo unser Plätzchen. Da hat schon mal jemand eine Feuerstelle eingerichtet. Das ist es jetzt. Wir haben halt keine Toilette, das ist immer doof. Also wir gucken immer nach einer Toilette. Heute Nacht mal ohne. Kriegen wir auch hin. Es soll kalt werden. -3 Grad oder so. Schauen wir mal, was wird. Wie findest du den Campspot? Schon schön. Hier ist halt keine Toilette, ne? Aber es sind halt Bäume. Ja, muss reichen. Wird bestimmt eine kalte Nacht. Aber letzte Nacht hast du gefroren, ich nicht. Ja, unsere Nachbarn sind da. Ja. Nach dem Downer eben haben wir uns noch mal ein bisschen umgestellt. Und wir haben jetzt unser Schicksal akzeptiert und unser Camp aufgebaut. Ich würde sagen, sieht ganz gut aus. Ja, so schlimm ist das Schicksal nicht. Hier verbringen wir jetzt die Nacht. Es wird vermutlich sehr kalt. Ich glaube so -4 Grad oder so. Und morgen gehen wir dann in den Capitol Reef National Park. Wir haben die Nacht gut überstanden. Nachdem wir unser Schicksal akzeptiert haben. Es war zwar wirklich sehr kalt, aber der Spot war richtig schön. Und jetzt sind wir hier im Capitol Reef National Park und schauen uns hier die Sachen an. Heute, das machen wir im Schnelldurchlauf. Wir haben nicht so viel Zeit, ne? Ja, wir haben nur einen Tag Zeit und versuchen einfach so viel wie möglich zu sehen. Also, los geht's!
Das war jetzt die Hickmans Natural Bridge. Die ist übrigens 41 Meter weit. Das ist schon ein ganz schöner Brocken. Und die nennt man auch Arches. Und als nächstes, im nächsten Vlog, geht es in den Arches National Park. Das hier war, glaube ich, nur ein kleiner Vorgeschmack. Wir sind mal wieder an einem richtig coolen Ort gelandet und wir machen uns gerade Abendessen. Heute gibt es einfach das gleiche wie gestern, Reis mit Gemüse. Yum, yum. Ja, wir sind hier irgendwie auf einer richtig krassen Mondlandschaft gelandet. Keine Ahnung, was da los ist. Wir sind jetzt einfach Hans und Isa around the universe. Hast du mal ein bisschen rumgezeigt schon, Schatz? Nee, noch nicht. Zeig mal. Das Das hier erkennt man gar ist nicht. Factory Butte oder Butt, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und hier sieht es einfach nur krass aus. Ich würde auf jeden Fall sagen, Cooking with a Few. Ja, ihr habt ja jetzt schon gesehen, was wir im Capitol Reef National Park alles gemacht haben. War jetzt nicht besonders viel, weil wir einfach heute auch noch ein bisschen weiterfahren müssen. Wir haben jetzt keinen krassen Hike gemacht oder so, aber das kommt dann wieder wann anders. Ja, wir fahren heute Abend noch zu einem Hotel oder Motel. Dann gibt es endlich mal wieder eine Dusche, die haben wir uns verdient. Es war einfach viel zu kalt auch letzte Nacht. Also wir haben es überstanden, aber naja, wir freuen uns auf ein richtiges Bett. Sagen wir Tschüss, Schatz. Wir sagen Tschüss. Tschüss.